Hallo ihr guten Gran und Gerechten. Wir drehen jetzt nachträglich, synchronisieren wir unsere Walkthrough-Demo, die wir auf der Interplanetario 2023 genießen durften. Wir befinden uns aktuell auf dem Flughafen in Vigo, warten auf unseren Rückflug über Madrid nach Hause, das heißt sind am letzten Tag. Da geht erstmal eine Dose Bier auf. Willkommen, spanisches Feeling. Ja, während wir hier sprechen, werden wir wahrscheinlich dann auch die Demo-Bilder aufblenden, Videos zeigen und so weiter, was abläuft. Walkthrough, ich denke, das weiß jeder von euch, der auf dieses Video geklickt hat, ist der Skirmisher, das neue Fantasy-Tabletop-Spiel von Corvus Belli, was irgendwann nächstes Jahr erscheinen soll. Der Zeitplan sieht es so vor, ja? Ja, genau. Die Werbetrommel wird ganz groß gerührt, es wird ganz heiß überall präsentiert, ohne dass Leute ganz genau wissen, was passiert da eigentlich. Prinzipiell wird darüber gesprochen, dass man mit 10 bis 15 Modellen ein volles Spiel machen kann. Es sollen aber auch kleinere und größere Spiele möglich sein. Mit den Starterboxen, wo 7 Modelle drin sind pro Seite, sind schon volle Spiele möglich, aber genau, Corvus Belli sagt, 10 bis 15 Modelle sind auf jeden Fall die klassische Größe, es geht, soll aber auch höher gehen, je nach Fraktion und Spielstil. Alles andere behalten sie für sich. Interessant vielleicht zu den Modellen noch, man wird sowohl Einzelmodelle als auch Einheiten spielen, die aus mehreren Modellen inklusive eines Anführers bestehen. So dass unter Umständen die Anzahl der physischen Modelle auf dem Tisch größer wird als die Truppen, die man befehligt. Genau, ganz wichtiges Ding. Das ist nämlich das Konzept von Walkthrough. Ich weiß gar nicht, ob wir uns gerade noch sehen oder ob ich die Demo schon sage. Ich vermute Demo. Wir hatten das Glück, dass das die junge hübsche Dame von Corvus Belli, die Walkthrough so pusht, uns die Demo gegeben hat und richtig energisch und emotional dabei war und wir hatten richtig viel Spaß. Außerdem eine der Hauptdesignerinnen, insbesondere der Welt und des Backgrounds, glaube ich. Genau. Und wir haben Northern Tribes gespielt, wir durften die Orks und die Nordmänner spielen. Das heißt, wir hatten einen Werwolfrudel dabei, die Nordmänner haben Werwölfe dabei, die Leute können sich verwandeln, das kommt aber alles noch und die haben zum Beispiel, und Orks halt. Ein Schamanen. Genau, die Northern Tribes sind sehr direkt und nahkampforientiert. In der Demo, die wir spielen mussten, war das Ziel, dass wir 2 Missionsziele halten mussten. Wer mehr Missionsziele hält, gewinnt. Ganz einfach gesagt, es ist simpel und direkt designt. Was cool war an dieser Mission, wir werden, denke ich, einfach mal vor und zurückspringen, was das Design und was das Spielen angeht und nicht strikt runter erzählen, wie die Demo gelaufen ist. Was ich cool fand, ist, dass die Missionsziele bestimmte Trigger hatten, was ausgelöst wurde, was dann passieren kann. Also zufällige Events quasi, beziehungsweise während der Demo war es nicht zufällig, sondern die Demo-Leitung hat die Events eben ausgelöst. Genau. Im Spiel mag es dafür dann später Tabellen geben oder so etwas. Genau, Zufälle und die halt auch auf sich auf die Mission auswirken können. In unserem Fall zum Beispiel ist eine riesige Bestie erschienen und hätten wir die erschlagen, hätten wir Bonuspunkte bekommen. Cardus, ja. Das Tier wurde Cardus übrigens getauft auf der GenCon dieses Jahr. Und wir haben Cardus ein bisschen unterschätzt und haben den Wise Mane, den großen alten stolzen Orkkrieger reingejagt und Cardus hat ihn einfach mal verschwinden lassen. Das war sehr lustig. Was uns sehr gefallen hat, ist, dass es ist klassisch Infinity-mäßig. Man hat 2 kurze Aktionen oder eine lange Aktion. 2 kurze Aktionen, zum Beispiel Bewegung, wobei eine Bewegung beide Bewegungswerte hier sind. Anders als bei Infinity der erste Bewegungswert. Oder eine lange Aktion zum Beispiel ist in Nahkampf chargen. Kurze Aktionen sind auch zum Beispiel Schießen oder Zaubern. Ja. Das sind auch kurze Aktionen. Das heißt, das Spiel unterscheidet da, man hat die Wahl zwischen 2 kurzen Aktionen und einer langen Aktion. Man kann pro Turn, kann man sagen, pro Runde, pro Zug. Das Spiel besteht aus mehreren Runden. In jeder Runde gibt es eine festgelegte Anzahl an Zügen. Genau, so. Das kann sehr frei gestaltet werden bei dem Missionsdesign, weil alles über das aus Walkthrough Adventures bekannte Initiative-Rad passiert. Auch wenn die Einheiten nicht auf diesem Rad sind, sondern wenn mein Zug ist, kann ich entscheiden, eine Einheit zu aktivieren. Richtig. Aber sowas wie Spruchdauer oder Effekte oder Events passieren anhand des Initiative-Rats. Genau, richtig. Und diese Züge
die man dann hat. Pro Zug darf man eine Einheit von sich aktivieren. Man darf aber jede Einheit so oft aktivieren, wie man möchte. Genau. Aber wenn man diese mehr als einmal pro Runde aktiviert, reizt das deren Stresslevel, deren Moral, und damit arbeitet das Spiel auch sehr viel mit dem Stresslevel der Einheiten, ob die irgendwann verängstigt sind, gestresst weglaufen wollen und so weiter. Wenn die Jungs Angst haben oder erschöpft sind oder sonstiges, dann wird es bitter, dann fangen sie eventuell an zu fliehen. Genau. Ja. Das heißt, man kann den Infinity-mäßigen Rambo kann man versuchen, aber man muss sich auch dessen bewusst sein, dass das die Einheit massiv stresst, wenn man immer wieder die eine Einheit aktiviert und wieder nach vorne geht. Zusätzlich ist es so, dass wenn man am Ende der Runde, dass diejenigen, die nicht mitgenommen worden sind, die keine Aktivierung erhalten haben, diese Einheiten, die dürfen nachziehen, die dürfen einmal eine Bewegung machen. Oder war das eine auf jeden Fall dürfen sie. Wie weit sie es wissen, das werden wir noch sehen. Wie wichtig alle Regeln, die wir jetzt erzählen, sind erstmal alles noch Beta-Regeln, das kann sich noch ändern. Ja. Aber alle, die vergessen worden oder noch in der Deployment-Zone rumstehen, die dürfen dann zumindest nachziehen. Die haben diese Erlaubnis, diese Möglichkeit dazu. Man zieht seine Figuren zusammen, jeden zu in einer gewissen Weise, ja. Es gibt bei Warcrow, das hatte Basti gerade eben ganz kurz erzählt, oder Kappa, den Fisch, es gibt Heldenfiguren, Anführer, Charaktermodelle, sowas in der Art. Und es gibt Einheitengruppierungen. Und es gibt Spezialcharaktere. Spezialcharaktere, Helden, ich fasse mal die Einzelmodelle zusammen, also Heldenfiguren, Charaktere, Anführer, ne, Zauberer, Magier und alles drum und dran. Die können einzeln rumlaufen, aber manche von denen können sich auch Einheiten anschließen. Das heißt, sie verschwinden mit in dieser Masse der Einheit. Und die Einheit hat einen Anführer. Oder aber sie werden der Anführer der Einheit. Und dann geben dieser Gruppierung dann dementsprechend einen bestimmten Bonus mit und Sonderregeln und vielleicht irgendwelche, wie man es von Aristeia kennt, Switches. Switches gibt es auch da, also jede Einheit hat irgendeinen besonderen Switch, irgendeine besondere Fertigkeit, wie man es von Aristeia kennt. Das heißt, für die Aristeia nicht so gut kennen, wenn man mit diesen Würfeln, die es bei Warcrow gibt, die Symbolwürfel. Genau. Also, die Würfel haben verschiedene Farben für verschiedene Stärken und Anwendungszwecke. Und du kannst Erfolge damit würfeln, du kannst Schilde, also Block heißt es auf Englisch, würfeln, was Erfolge negiert, vor allen Dingen vom anderen Spieler. Und du kannst eben, das heißt Special, das Symbol, Ausrufezeichen, würfeln, mit denen du Switches aktivieren kannst, das heißt Spezialfähigkeiten simpel auslösen kannst, die du sonst nicht hättest. Genau, je nachdem, was für Charakter spielt, sind das dann Spezialfähigkeiten. Auch da gilt es dann dementsprechend, wer mehr Erfolge hat in einem bestimmten, blockiert alles oder kriegt dementsprechend die Wunden. So läuft das dann ab. Genau. Bewegungsmäßig kann man sich das so vorstellen, es ist halt super schön simplifiziert. Und zwar der Anführer des Trupps oder das Modell dementsprechend, von dem wird gemessen. Man darf von vorne nach hinten messen, das werdet ihr ein paar Mal in dem Video sehen, um halt quasi das komplette Modell die komplette Reichweite auszunutzen. Das ist gar kein Problem. Und geht alles vom Anführer aus. Die Bewegung wird gestartet von ihm, die Modelle werden hinterher teleportiert. Die müssen immer mindestens 2 Zoll Abstand zum Anführer haben. Das heißt, da könnt ihr schon an dieser Regel könnt ihr schon orientieren, dass es keine riesen Nahkampf-Blobs geben wird, keine Massenblobs, weil die Regel bestimmt, jedes Modell muss 2 Zoll zum Anführer halten, diesen Abstand. Und wie gesagt, um es zu vereinfachen, der Anführer macht den Move, macht die Bewegung, macht den Style, bla bla bla, der Rest wird nachgezogen. Verwundungsmäßig läuft es entsprechend ab, dass alle anderen sterben und der Anführer ist der Letzte, der übrig bleibt. Was den Unterschied macht, ist, ob diese Einheit ein Charaktermodell ist, was in die Einheit verschmelzt und der Anführer bleibt in der Einheit, oder ob ihr einen neuen Anführer in die Einheit packt. Das macht dementsprechend einen taktischen Unterschied, ob der Modell eine Einheit verstecken wollt oder ob jemand die anführen soll nach vorne und so weiter. Genau. Was gibt es noch Wichtiges zu beachten bei diesem Spiel? Die Modelle, ich meine, die Bilder sprechen für sich, die Grafiken, das habt ihr alles gesehen. Die Fraktionen, ich glaube, wir müssen nicht viel über den Fluff sprechen. Was ich schön fand, ist, dass nach kurzem Erklären alles klar war, wie es gespielt wird. Sichtlinien für Beschuss, es gibt nicht viel Beschuss im Spiel, es ist ein Fantasy-System und so weiter, für Beschusszauber und so weiter und so fort. Muss man mindestens 50% der Einheit sehen können. Das ist die Bedingung. Und es gibt natürlich Cover-Bonus, wenn man über den Zaun hinweg schießt oder schießt hinter einem Gebäude verdeckt oder sowas, kriegst du einen Deckungsbonus. Heißt nicht wie bei Infinity, du brauchst Deckungskontakt, sondern das Ding muss einfach nur in der Sichtlinie sein, wie bei, ich würde ganz einfach sagen, wie bei Rapture. Bei Rapture ist dasselbe System, genau. Da ist was im Weg, das gibt dir einfach einen Bonus auf den Deckungsbonus. Kannst du nicht alles von mir sehen, habe ich einen Bonus auf meinen Deckungsbonus. Leichter
verstecken, verteidigen. Genau, oder du triffst mich schlechter. Genau, es ist deutlich einfacher und entspannter, was das angeht, zu spielen. Und es spielt sich auch, wie gesagt, schneller, wenn man es verinnerlicht hat. Ich freue mich darauf, wenn das Spiel rauskommt, weil ich das Design sehr toll finde und mir die Regeln so Spaß gemacht haben. Wie sieht es bei dir aus? Ich freue mich sehr auf das Spiel. Man muss wirklich dazu sagen, das Spiel ist noch massiv in der Entwicklung. Ja, auf jeden Fall. Sie sammeln Erfahrungen bei den Demos, die über das gesamte nächste Jahr noch auf mehreren Conventions passieren, wo sie beobachten und Dinge ausprobieren werden. Ich sehe super viel Potenzial in der Anlage der Regeln, in den Werten der Figuren, in der Mechanik, um ein ganz, ganz tolles, narratives, schnelles, trotzdem interessant, detailreiches Spiel zu schreiben. Ja, absolut. Man merkt im Moment, es ist noch nicht Ausgereift. da, es ist noch nicht fertig, es ist noch nicht ausgereift. Sie haben ein Jahr Zeit. Ja. Sie wollen das sehr, sehr gründlich angehen. Ja. Ich hoffe, sie machen da richtig viel draus, denn ich sehe ganz, ganz viel Potenzial. Ja, und es ist ganz wichtig, was man aber auch gemerkt hat, ist was vollkommen anderes als Infinity. Was sehr wichtig ist, weil Corvus Belli wird mit Infinity gemessen und das ist ein anderes Spiel. Man möchte nicht Infinity im Fantasy-Universum haben. Sehr, sehr oft wurde gesagt, es ist nicht Infinity, wir machen Sachen anders. Ja, und das ist auch vollkommen und anders, das ist was das angeht. gut. Es fühlt sich Gut an. damit auch sehr anders an als Infinity. Es ist kein Infinity genau. in Fantasy. Ich denke, man muss noch ein paar Anpassungen vornehmen, aber das ist ja das, was du sagst, das ist Beta. Ne? Für mich persönlich fühlte sich das in den Nahkampf kommen deutlich schwerer an, als es eigentlich sein sollte. Wo bei uns versichert wurde, das ist nicht so. Das war in unserer Demo. Das war die Demo, das war das Demo-Gefühl. Und es ist so, dass die Völker entsprechend alle unique designt sind. Das heißt, bestimmte Völker wie die Northern Tribes, die wir gespielt haben, das heißt die Nordmänner und die Orks, die man beide übrigens einzeln spielen kann oder zusammen spielen kann, wie man möchte. Das heißt, es steht einem frei, ob man nur sein Volk spielen möchte oder halt vielleicht die Nation, die sich halt zusammengetan hat. Dass die zum Beispiel darauf ausgelegt sind, sehr stark zurückzuschlagen und zu tanky zu sein, Schaden zu schlucken. Das heißt, es ist okay, dass sie auf den Gegner zustürmen. Während die gegen die wir gespielt haben, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich würde sagen einfach, das Imperium würde ich jetzt einfach ganz stumpf behaupten. Ich denke sowas in der Art. Genau. Ich komme auch nicht auf den Namen. Die Einheiten, gegen die wir nahkampften, waren der Bucklerman Genau. von den Schilden und sie trugen nachsehen. tolle bronzene Rüstungen und sowas. Vielleicht so viel einblenden, aber auf jeden Fall sehr, erinnert mich an das Imperium vom Warhammer, so vom Stil her. Ja. Die waren zum Beispiel Hegemonie. das sind die anderen. Das sind die, wo Scuttles her war. Aber die sind zum Beispiel viel mehr auf Fernkampf. Also eines der wenigen Völker, die sogar Fernkampf haben und die halt sich weigern, mit uns in Nahkampf zu kommen. Die wollten nicht mit uns in Nahkampf. Ja. Und das hat man halt gesehen. Und die waren halt deutlich schwächer auf der Brust, was das angeht. Aber wie gesagt, schönes Spiel, schöne Demo. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Einblick in das Spiel geben. Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt sie in die Kommentare. Wir werden sie auf jeden Fall durchlesen und beantworten. Und wie üblich, wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like und subscribe, bla bla bla. Ihr kennt das Spiel. Und guckt auf der Warcrow-Seite vorbei, wenn ihr euch für den Fluff interessiert. Da ist sehr, sehr schön eine Beschreibung von der Welt und der Völker und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch unsicher seid, Northern Tribes. Du bist Elfen, ne? Elfen helfen oder The Architects of Flash. Nee, das sind die Bösen. Ja. Eigentlich, ich habe ja mit Hoppo gesprochen. Ja. Ich blende das einfach mal aus. Sind ja. Ist die Kamera aus? Ja, die Kamera ist bestimmt aus. Sind alle Völker bei Warcrow böse? Außer den Architects of Flash. Tatsächlich, der Fluff Ja. ist so geschrieben, dass alle Völker bei Warcrow böse sind. Und das ist eine schöne Sache für alle, die Lieben spielen möchten. Die spielen einfach Nomaden.